Willkommen zu Auf Hoch 2 Dialog und ich freue mich heute ganz besonders über meinen Gast, Manfred Menz. Manfred Menz, Inhaber und Gründer von Marketingfilm und Marketing International. Das war ja eine der wichtigsten Firmen für Filmkopien auf Super 8. Ja, guten Tag, Herr Menz. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich hier aus Kalifornien dazugeschaltet haben. Sehr gerne, hallo Herr Schmidt. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät bei Ihnen, aber wir sind ja online jetzt und ich freue mich, dass wir uns jetzt unterhalten können. Herr Menz, Anfang der 1970er erkannten Sie das Potenzial, das in dem Verkauf von Filmkopien auf Super 8 verborgen lag und gründeten 1972 Ihre Firma Marketingfilm. Wie kamen Sie auf die Idee? Es war so zurückblickend natürlich kaum noch vorstellbar, dass wir glaubten, dass man einen Film besitzen wollte wie ein Buch. Und das war zu dieser Zeit undenkbar. Das gab es eben eigentlich noch nicht. Und deswegen haben wir nach einem Material gesucht, wie das möglich sein könnte. Und Super 8 war eigentlich zu der Zeit das Einzige, was es gab. Wenn man jetzt mal von 16 mm Filmen absieht, die aber eine ganz andere Kategorie waren. Und bei diesem noch jungen Medium, wie schwierig gestaltete sich da für Sie die Firmengründung? Weil die Idee, die Sie hatten, also den Film sozusagen zu einem Privatobjekt zu machen, was total Neues gewesen ist. Ja, wir mussten natürlich einen Weg finden, um Super 8 auch in größeren Zahlen zu produzieren. Das ging aber relativ schnell. Ich muss sogar sagen, dass die gesamte Super 8 Entwicklung sehr, sehr schnell und fast rasend ging, ja, weil diese Idee anscheinend sehr erfolgreich war bei den Sammlern. Und dann brauchten wir eben Kopierwerk, die das machen konnten. Haben dann auch eins gefunden und dann mussten die Filme geschnitten werden. Und auch da haben wir eine Cutterin gehabt und so fing das eben an. Waren Sie damals auch Super 8 Anhänger oder haben Sie das Ganze eher aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive gegründet und angefangen? Ja, ich meine, wir haben natürlich die Filme alle gesehen, nachdem die geschnitten wurden und zunächst einmal auch in einem anderen Format. Und dann, wenn die erste Kopie quasi vorgelegt wurde zur Genehmigung, die auch nochmal gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt also noch Filme zu Hause gesehen habe. Möglich ist es wohl, aber wir kannten die Filme ja sehr gut. Wir sind auch sehr, sehr busy gewesen mit der Entwicklung, die so rasend schnell vor sich ging, dass man eigentlich kaum Zeit dafür hatte, außer dem Geschäft, das auch noch privat zu benutzen. Ja. Als Sie damals die Firma gegründet haben, mit wie vielen Mitarbeitern sind Sie da gestartet? Ich glaube, am Anfang waren es so 4 oder 5. Das ging aber ziemlich schnell, rasend schnell weiter. Wir mussten also sofort ein zweites Büro haben. Dann haben wir ein drittes Büro gehabt, das so groß war. Und ich glaube, dass wir da schon so um die 15, 16 Mitarbeiter hatten. Ja. Die haben Sie dann auch gebraucht für die Produktion von Ihren Produkten.
Wenn, Ja, eigentlich die Produktion als solche, die hat ja im Schneiderraum stattgefunden. Und das war außerhalb von dem Büro. Dann die Herstellung hat natürlich auch außerhalb stattgefunden. Wir hatten am Anfang, war die Herstellung in Berlin, während das Büro in Bochum war. Und später haben wir auch noch in Hamburg und in München vervielfältigen lassen. Ja, wer suchte denn die Filmtitel aus und unter welchen Kriterien, die dann auf Super 8 kopiert wurden? die Filmtitel habe ich ausschließlich ausgesucht. Ich kam ja nun aus der Filmbranche, kannte sehr viel auf den Geschmack des Publikums. Und hatte sehr viele Verbindungen mit Produzenten und Filmverleihern, von denen auch die Filme kamen. Und habe die also nach den gleichen Kriterien im Grunde ausgesucht, die auch für unsere Filmtheater gültig waren. Ja. Wer entschied denn dann im nächsten Schritt über die Länge der Schnittfassung? Also es gab ja Filme, die wurden als 17-Minuten-Fassung aufgelegt und viele, die kamen als auf 3 Rollen raus. Es war ja dann auch viel teurer für den Käufer quasi, das umzusetzen. Da muss ja eine unternehmerische Entscheidung gewesen sein, mit wem gehe ich das Risiko ein, ein teures Produkt anzubieten, im Gegensatz zu einem etwas günstigeren, das halt einfach nur aus einer Rolle besteht. Ja, naja, also ganz genaue Details kann ich mich jetzt nicht erinnern. Das ist ja immerhin fast an die 50 Jahre her. Aber am Anfang gab es, glaube ich, nur eine Fassung. Und die längeren Fassungen kamen etwas später. Und dann noch später kam eben die Möglichkeit mit Polyester, die also das Ganze auch nochmal vergrößert hat. Ja. Der Beginn war reduziert, ich glaube, auf 120 Meter. Ja. Die Entscheidung wurde von mir und meinem Partner, der im Verkauf, für den Verkauf verantwortlich war, gemeinsam getroffen. Und Ihr Partner konnte wahrscheinlich auch ganz gut abschätzen, welche Titel sich dann vielleicht eher verkaufen als andere, oder? Auf jeden Fall, er war auch aus der Filmbranche. Und von der Seite her war es also sehr angenehm, einmal zusammen zu arbeiten und dann zum anderen auch für den Erfolg der Firma. Ja. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie eine Cutterin hatten, die die Filme dann geschnitten hat. Also das heißt, Ja. es war eine dezidierte Person, die dann quasi alle Filme für Sie gekürzt hat, die in Ihrem Hause auch entsprechend geschnitten wurden. Ja, also ich erinnere mich an eine, sie war in Düsseldorf und bin natürlich sehr oft dahin und habe dann also die Schnitte mir angeschaut, wobei wir immer Wert darauf gelegt haben, dass irgendwie die Handlung des Films noch erkennbar war, was nicht so einfach ist, wenn man also so weit zurückgeht, von 90 Minuten, sagen wir mal, auf 15 Minuten oder so. Dann eben, dass also die Handlung und dann zum anderen die wichtigsten Entwicklungen, die wichtigsten Szenen in den Filmen drin waren. Das war so unser Ziel. Ja, das merkt man auch, wenn man die Filme sieht. Also die sind ja auch wirklich, wirklich gut geschnitten. Ja. Ja, zurückblickend muss ich sagen, eigentlich waren das ganz neue Filme. Ja, Ja, genau. Deswegen finde ich ja auch gerade Super 8 jetzt wieder spannend, weil es einfach was Neues, was Altes Neues ist. Ja, so. genau, beide sind ein. Was sich dann im Laufe der Zeit natürlich geändert hat, als die längeren Fassungen dann kamen. Wie wurden denn die Rechte eingeholt, die Lizenzen, um die Filme dann zu kopieren und zu verkaufen? Entweder durch die Produzenten der Filme,
wenn man die kannte, ich kannte einige davon, unter anderem den wichtigsten in Deutschland, der Spitzenfilme machte. Das war die Tobis-Film in Berlin. Und da hatten wir, dadurch, dass ich sehr gute Beziehungen hatte durch meine Filmtheatertätigkeit, auch quasi Exklusivverbindung. Das heißt, wir waren da die Einzigen, die das hatten. Und dann zum anderen die Filmverleiher, die also die Filme an die Kinos zu den Kinos gebracht haben. Und die kannte ich auch. Und das waren also zum Teil inländische und zum Teil ausländische Firmen. Für diese Produzenten und Verleiher von Filmen war das ja auch, denke ich mal, was Neues, dass da ein Unternehmer auf sie zugekommen ist und gesagt hat, ich würde gerne eine Lizenz kaufen von ihrem Film, um den zu vervielfältigen, damit sich den Privatleute zu Hause ins Regal stellen können und so oft angucken können, wie sie es möchten. Das kann ich mir vorstellen, dass es am Anfang auf Unverständnis gestoßen ist, oder? Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Idee als solche war bei den Filmproduzenten und auch bei den Filmverleihern, ja, wie eigentlich aber auch bei den späteren Kunden unvorstellbar. Und das kam uns insoweit zur Hilfe, weil die ganze Branche mehr oder weniger darüber gelacht hat und das gar nicht ernst genommen hat, dass die auch den Willen hatten, uns die Filme zu verkaufen. Ja, denn die wollten natürlich keine Konkurrenz haben. Die haben das auch nicht als Konkurrenz gesehen, weil ja erstens mal am Anfang die Filme geschnitten waren. Und dann einfach die Vorstellung, dass das nicht in einem Kino stattfindet, sozusagen unvorstellbar war. Ja. Das ist uns sehr zur Hilfe gekommen, aber das hat sich auch ganz schnell geändert, nachdem also die Branche dann also gewahr wurde, dass sich so schnell ausbreitete, gingen natürlich auch die Preise. Ja. Ja, das ist völlig klar. Wissen Sie noch, wie hoch die Auflagen waren für Super 8 Veröffentlichungen? Es ist schwer noch die Zahlen zu definieren, aber ich weiß, dass wir von den erfolgreichsten Filmen Tausende von Kopien verkauft haben. Wir hatten ja auch in Deutschland, ich glaube, wir hatten zu irgendeinem Zeitpunkt um die 3000 Kunden. Also Kunden waren jetzt Warenhäuser und weitere Verkaufsstätten, oder? Am Anfang waren es hauptsächlich Fotogeschäfte. Ah ja. Und es hatte sich dann später weiterentwickelt, dass auch Ketten und Warenhäuser darin beteiligt waren. Das hat sich so über die Zeit entwickelt. Oder auch Versender. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir später auch an Otto Versand geliefert haben. Aber ich muss sehr vorsichtig sein, weil die Zeit hat sich ja relativ schnell auf Video umgestellt. Und ich will da nicht versuchen, jetzt Super 8 und Video zu vermischen. Okay. Aber kann ich verstehen. Ja. Sie haben vorhin kurz angesprochen, dass Sie an verschiedenen Standorten Ihre Filme kopieren haben lassen. Ja. Das waren dann also auch ganz verschiedene Kopierwerke. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, Piccolo hat hauptsächlich bei Bavaria kopieren lassen. Und bei Ihnen waren es dann einfach verschiedene Anbieter, wo Sie sich Angebote reingeholt haben. Oder wie war da der Vorgang? Weil wir haben angefangen, wenn ich mich richtig erinnere, mit Mosaik Kopierwerk in Berlin. Und haben mit denen zusammengearbeitet und das später ausgedehnt auf die Geierwerke,
die in Hamburg auch waren. Ich glaube, sie waren auch in Berlin, aber ich bin mir nicht sicher mehr. Geier war auf jeden Fall in Hamburg, weil wir brauchten halt immer größer, schnell wachsende Kapazität. Und dann schließlich auch noch, was Sie gerade erwähnten, Bavaria haben wir auch einige Sachen gemacht. Ja. Und ganz prägnant, gerade wenn wir beim Thema Kopie sind, war ja das Opticolor-Siegel, das ja, das ja auch ganz prominent immer vermarktet wurde. War das jetzt, stand da eine konkrete technische Gegebenheit im Hintergrund oder war das jetzt mehr so eine Art Marketing-Gag? Das will ich nicht sagen. Opticolor kam eigentlich nach dem Entschluss, dass unsere Filme nicht nur Spitzenfilme sein sollten. Und das war ja Marketingfilms wichtigstes Argument, sondern dass die auch in der technischen Qualität das Beste sein sollten. Und wir haben das also mit den Kopierwerken zusammen erreicht, ja, Fortschritte gemacht in der Qualität und haben sehr großen Wert darauf gelegt, genauso viel Wert wie in die Titel. Und nachdem das also dann sichtbar wurde auch und Marketingfilm für nicht nur Titel, sondern auch für Qualität bekannt war, kam die Idee, glaube ich, von unserer Werbefirma, die sagte, okay, warum machen wir jetzt nicht einen sogenannten Trademark? Ja? Und das war dann Opticolor, das sich für Qualität halt schon vom Titel her eignet. Ja, ja. Super. Ja. Ich glaube, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, wir waren die Einzigen, die sowas hatten. Ja, definitiv. Und dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, an dem sie von Acetatmaterial, das war ja für lange Zeit der Standard, auch bei der Konkurrenz, gewechselt sind auf Polyester. Wie kam das zu der Entwicklung? Ja, die Entwicklung kam eigentlich dadurch, ich meine, alle Super 8 Anbieter waren ja mehr oder weniger mit Kodak verbunden. Das heißt, unser Filmmaterial kam von Kodak und der Acetatfilm kam von Kodak. Und die Idee, die dazu führte, kam aus zwei Richtungen. Einmal immer wieder die Qualität zu verbessern und auf der anderen Seite aber auch eine Möglichkeit zu finden, mehr Film auf eine Spule zu bringen, weil die Spulen waren ja reduziert zu bestimmten Größen, dass die Projektoren nehmen konnten. Und von der Seite her habe ich also bin ich an Kodak rangegangen und habe gefragt, was man da machen könnte, ob sie eine Idee hatten. Und die sagten, ja, wir haben da noch ein Material, das haben wir schon ganz lange. Das, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, die haben gesagt, das wäre benutzt worden bei der ersten Reise zum Mond für die Super 8 Kameras, die damals noch üblich waren. Und dass dieses Material nicht mehr benutzt wurde. Und das hieß Polyester und wäre also erheblich dünner als Acetat und in der Qualität auch besser, also in der technischen Qualität, Farbqualität. Und dann war noch irgendwas mit dem Ton. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Der Ton war, glaube ich, auch anders auf diesem Material. Aber der wichtigste Teil war eben, dass viel mehr Film auf die Spule ging. Ja. Und da kam noch ein anderer Punkt dazu, das war auch sehr wichtig, dass Polyester viel
ja, wie soll ich mal sagen, die Qualität des Materials so gut war, dass eben Filmrisse, wie wir das bei Acetat oft hatten, so gut wie gar nicht mehr gab. So, wir haben immer gesagt, ja, bevor der Film reißt, geht der Projektor kaputt. Ja. So stark war das Material. Und abgesehen davon, dass die Qualität besser war. Und wir hatten eben wieder was, wo wir eigentlich den Spitzenqualität ein bisschen erweitern konnten. Ja. Das war immer unser Ziel von Anfang an, egal worum es ging, ob es jetzt um den Verkauf ging, um das Material ging, um die Filmtitel ging, das Spitzenqualität. Ja.